Es war ein Winter, der kälter war als alle, die ich je erlebt hatte. Der Wind heulte durch die kahlen Wipfel der alten Eichen. Ich war allein unterwegs, auf der Suche nach Ruhe, weit weg vom Lärm der Welt. Nur das Knirschen des Schnees unter meinen Stiefeln war zu hören. Die Natur schien zu schlafen, erstarrt in eisiger Stille. Doch der Wald schläft nie wirklich. Er beobachtet. Plötzlich fiel mein Blick auf etwas Ungewöhnliches. Ein dunkler Fleck im makellosen Weiß. Etwas stimmte hier nicht. Ich näherte mich langsam, Schritt für Schritt, bereit, zurückzuweichen. Doch das Wesen rührte sich nicht. Da lag sie. Eine wunderschöne Eule, hilflos und gebrochen. Ihr Flügel stand in einem unnatürlichen Winkel ab. Ich dachte, sie sei tot, doch dann sah ich ein leichtes Zittern. Ein einziger Lidschlag. Sie lebte noch. In diesem Moment traf ich eine Entscheidung. Ich konnte sie nicht dem Frost überlassen. Das wäre ihr sicheres Ende gewesen. Ich zog meinen Schal aus und wickelte sie behutsam ein. Sie war überraschend leicht, fast schwerelos. Der Weg nach Hause war lang. Ich spürte ihren schwachen Herzschlag an meiner Brust und flüsterte ihr beruhigende Worte zu. Endlich im Warmen. Ich legte sie in eine Kiste mit weichen Decken. Die Wärme des Feuers erfüllte den Raum. Ich untersuchte ihren Flügel. Es sah schlimm aus, aber nicht hoffnungslos. Ich reinigte die Wunden so gut ich konnte. Tropfen für Tropfen gab ich ihr Wasser. Sie schluckte schwer, aber sie schluckte. Ein erstes gutes Zeichen. Ich wachte die ganze Nacht an ihrer Seite. Jedes Geräusch ließ mich aufschrecken. Würde sie den Morgen erleben? Doch das Licht des Morgens brachte Hoffnung. Sie saß aufrecht. Ihre Augen waren offen und wachsam. Der Hunger war groß. Gierig nahm sie das Futter an. Mit jedem Bissen schien sie kräftiger zu werden. Aus Tagen wurden Wochen. Unser Leben passte sich ihrem Rhythmus an. Sie wurde Teil meines Haushalts. Sie beobachtete mich bei allem, was ich tat. Mit diesem klugen, durchdringenden Blick, der bis in die Seele sah. Dann kam der Tag, an dem sie ihre Flügel testete. Ein Flattern, ein Sprung. Sie konnte wieder fliegen. Wir waren Freunde geworden. Sie ließ sich berühren, kraulen und antwortete mit leisen Lauten. Doch ich wusste, dass dies nicht ihr Zuhause war. Der Frühling war da und der Wald rief nach ihr. Ich musste stark sein. Liebe bedeutet manchmal, loszulassen. Ich bereitete alles für ihren Abschied vor. Wir gingen tief in den Wald, dorthin, wo ich sie gefunden hatte. Die Luft war frisch und voller Leben. Ich hob den Arm. Doch sie flog nicht weg. Sie blieb sitzen und sah mich an, als wollte sie fragen, »Bist du sicher?« »Geh«, flüsterte ich. »Du bist frei. Du gehörst hierher.« Endlich stieß sie sich ab. Kraftvoll und elegant. Sie stieg höher und höher in die Baumwipfel. Ich stand lange dort und sah in den leeren Himmel. Ein Teil von mir flog mit ihr davon. Der Sommer zog ins Land. Der Wald war voller Leben, doch für mich fühlte er sich manchmal leer an. Dann kam der Herbst mit seinen Stürmen. Ich fragte mich oft, hat sie genug zu essen? Ist sie sicher? Ein Jahr war vergangen. Der Winter kehrte zurück, genau wie an jenem Tag, als ich sie fand. Ich war wieder an unserer Stelle. Und dann hörte ich es. Ein Rufen, das mir Gänsehaut verursachte. Sie kam aus dem Nichts. Sie landete nur wenige Meter vor mir. Größer, stärker, aber sie war es. Sie hatte mich nicht vergessen. Tiere vergessen nicht, wer ihnen das Leben gerettet hat. Tränen der Freude liefen mir über das Gesicht. Es war das schönste Wiedersehen meines Lebens. Sie blieb einen Moment, dann flog sie wieder in ihre Welt. Doch ich wusste, wir würden immer verbunden sein.